Heute will ich euch die Linux-Distribution Nobara vorstellen. Manchmal lohnt ja der Blick über den Tellerrand der eigenen Linux-Distribution. Nobara ist ein Linux-System, das das Spielen, Livestreamen und den Videoschnitt vereinfachen will. Aber natürlich kann man damit auch mailen, surfen, schreiben und so weiter. Im Juli 2024 hat das Projekt Nobara 40 veröffentlicht. Und weil mein Manjaro nicht ganz rund läuft, habe ich mir das parallel auf meinem Gaming-PC installiert. 2019 hat Thomas Crider das Nobara-Projekt ins Leben gerufen. Die Linux-Welt kennt ihn vor allem unter dem Spitznamen Glorious Eggroll. Hauptberuflich ist er Software Maintenance Engineer bei Red Hat. In seiner Freizeit hilft er mit angepassten Proton-Versionen dabei, Windows-Spiele unter Linux laufen zu lassen und trägt auch zu anderen Softwareprojekten rund um Linux Gaming bei. Nobara basiert auf Fedora, bringt aber einige Änderungen mit, die es benutzerfreundlicher machen. Dazu gehören zum Beispiel neben einem gepatchten Kernel und vorhandenen Wine-Abhängigkeiten so praktische Kleinigkeiten wie Plugins in OBS Studio, Codec-Pakete und proprietäre Treiber wie der von Nvidia. Die Videoschnittsoftware DaVinci Resolve gibt es auch für Linux, allerdings bringt es veraltete Bibliotheken mit, die unter Linux den Programmstart sabotieren. Unter Nobara muss man die dann nicht selber von Hand raussuchen, sondern kann über die Welcome-App ein Skript starten, das alles an seinen Platz schiebt. Danach startet DaVinci ohne Probleme. Nobara eignet sich nicht nur zur Installation auf Desktop-Systemen, sondern auch auf Gaming-Handhelds. Die Software stammt zu einem großen Teil aus den Paketquellen von Fedora. Eigene Repositories liefern zum Beispiel die zum Spielen nötigen Wine- und Proton-Versionen, aber auch erweiterte Versionen von Software wie OBS Studio und Blender. Außerdem sind gleich Codec-Pakete und proprietäre Nvidia-Treiber dabei. Beim Download stehen 5 Varianten zur Wahl. Die Standardversion von Nobara 40 liefert als Desktop-Oberfläche KDE Plasma in einem eigenen Theme und Wallpaper mit. Alternativ gibt es ISOs mit Standard GNOME 46 und KDE Plasma in der Standardausgabe, sowie eine Version für Gaming-Handhelds und eine für PCs, die hauptsächlich als Media Center dienen sollen. Für Rechner mit Nvidia-Grafikkarte muss ich ein extra Image mit NV im Namen herunterladen. Das bringt bereits die proprietären Nvidia-Treiber mit, die man zum Spielen mit einer Nvidia-Grafik auf jeden Fall braucht. Das Nobara Live-System kann ich von einem USB-Stick booten und Nobara damit gefahrlos ausprobieren. Ich habe mich für die Hauptvariante mit Plasma entschieden. Der KDE Plasma Desktop hat eine eigene Nobara-Optik bekommen, die ziemlich dunkel und ziemlich lila ist, aber das kann ich ja später noch ändern. Das Live-System benutzt standardmäßig die US-amerikanische Tastaturbelegung. Beim Eintippen von Befehlen im Terminal ist das richtig lästig. Ändern kann ich das aber auch im Live-System über den KDE-Dialog System-Settings unter Keyboard und da unter Layouts setze ich unten den Haken bei Configure Layouts, füge mit Add das neue Layout German hinzu und speichere das Ganze mit Apply. Dann lässt sich sofort die deutsche Tastenbelegung nutzen. Mit dem grafischen Installationsassistenten Calamares kann ich Nobara auf der Festplatte installieren. Das Live-System eignet sich vor allem zum Ausprobieren und Schauen, ob die Hardware unterstützt wird. Es ist längst nicht so schnell wie ein installiertes System, aber ich kann surfen und die Software aufmachen. Anders als im frisch installierten Nobara-System ist hier ziemlich viel vorinstalliert, sodass man sich die Programme in Ruhe vorab anschauen kann. Hier gibt es kleine Tools wie den Musikplayer Eliza, den Bildbetrachter Gwenview oder das Webcam-Tool Camoso. Aber auch die Vektor-Grafiksoftware Inkscape, die Office-Suite LibreOffice, den Dokumentenbetrachter Okular und den Matrix-Client NeoChat. Und auch die Gaming-Tools Steam, Lutris, Proton Plus, das Performance-Overlay Mango hat und Winetricks kann man hier ausprobieren. Nobara basiert auf Fedora, das heißt, die mitgebrachte Software ist ziemlich aktuell. Nach der Nobara-Installation ist eine Grundausstattung vorinstalliert. So richtig viel ist das allerdings nicht. Dabei ist zum Beispiel der Firefox-Browser und eine ganze Reihe von Tools aus dem KDE Plasma-Spektrum. Also zum Beispiel der Editor Kate oder FileLight, das zeigt, was auf der Festplatte wie viel Platz beansprucht. Oder ein schicker Systemmonitor, der alles im Blick behält. Als Terminalprogramm ist Konsole dabei, das Webcam-Bild zeigt Camoso, rechnen kann man mit KCalc. Und im Journal-D-Browser lassen sich System-Logdateien durchsuchen, was super praktisch. Als Dateimanager ist Dolphin dabei und das wiederum finde ich nicht so toll, aber hey. Und PDFs kann ich mit Okular aufmachen und da auch Kommentare einfügen. Scanpage wiederum liest Dokumente von angeschlossenen Scannern ein.
Als Office-Paket ist LibreOffice dabei, ein Mail-Programm fehlt. Ich kann mir daher eins nachinstallieren, ganz nach Wunsch, zum Beispiel, also in meinem Fall Thunderbird, aber es gibt auch noch ein paar andere Mail-Programme in den Paketquellen. Nach dem ersten Start präsentiert die englischsprachige Welcome-App direkt die wichtigsten Konfigurationsdialoge, also den Update-Manager zum Beispiel, den Treiber-Manager und das Nobara Tweak-Tool, das Partitionen automatisch einhängen kann. Neue Anwendungen installiere ich unter Nobara mit dem Nobara Package Manager, der auch Yum Extender heißt. Für einen grafischen Paketmanager ist das Tool allerdings ziemlich spartanisch. Aber immerhin kann man damit auch Flatpaks verwalten. Über ein Icon unten kann man auf der Seite der Flatpaks auch die Runtimes anzeigen, die automatisch mit installiert werden, wenn man Flatpaks benutzt. Hier gibt es außerdem einen Dialog, mit dem man Webanwendungen so installieren kann, dass sie direkt in einem eigenen Fenster geöffnet werden. Ich habe das zum Beispiel mal mit Notion ausprobiert, weil es dafür keine Linux-Anwendung gibt, sondern eben nur die Browser-Version. Und ich klicke dazu in der Welcome-App unter First Steps neben Install Web Apps auf Launch. Dann trage ich den Namen und die Webadresse ein. Nobara erkennt daraufhin automatisch das Icon und dann kann ich mir noch eine Kategorie aussuchen und einen der installierten Browser auswählen. In der nächsten Rubrik der Welcome-App empfiehlt Nobara ein paar Anwendungen, zum Beispiel Blender, die Videoschnittsoftware Kdenlive, OBS Studio und Discord. OBS Studio ist in Nobara ein bisschen aufgebohrt, weil die Distribution bereits einige praktische Plugins vorinstalliert hat. Zum Beispiel Game Capture. Wenn ich in OBS Studio die Quelle Spielaufnahme in eine Szene einfüge, dann wird automatisch jedes gerade laufende Spiel gezeigt. Also ich starte ein Spiel und das taucht dann automatisch im OBS-Fenster auf. Dazu muss ich nichts weiter tun, als irgendein Spiel zu starten. Für Game Streams ist das ziemlich praktisch. Aber jetzt zu den Spielen. Anders als im Live-System sind im installierten Nobara kaum Spieleanwendungen vorinstalliert. Die Nobara-Paketquellen liefern weitere praktische Tools, zum Beispiel den Allrounder Lutris für Retro-Games und auch eigentlich alles andere. Das Performance-Overlay MangoHut ist ebenfalls in den Paketquellen. Und unter der Haube kann der UMO-Launcher nicht Steam-Games mit Proton starten. Sehr praktisch ist auch Proton Plus. Damit kann ich verschiedene GE-Proton-Versionen herunterladen, also die von Glorious Eggroll herausgegebenen Ausgaben der Kompatibilitätsschicht und andere Dinger wie Lux, Torpeda, Boxtron oder Roberta. Was mir fehlt tatsächlich ist der Heroic Games Launcher. Der ist ziemlich einsteigerfreundlich und man kann damit Spiele von GOG, Amazon und Epic zum Laufen kriegen unter Linux. Der fehlt. Man kann im Prinzip all diese Sachen auch mit Lutris machen, deswegen ist das nicht ganz so dramatisch. Und wer Heroic trotzdem benutzen will, kann ihn als Flatpak nachinstallieren. Ich habe Nobara jetzt seit ungefähr 2 Wochen und es gefällt mir ziemlich gut. Nobara ist ein rundes Linux-System ohne viele Schnörkel mit ein paar praktischen Extras. Die Software ist aktuell, bisschen umständlich ist die karge Paketverwaltung und manche Übersetzungen fehlen auch noch. Die Installation lief mit Calamares einfach und völlig problemlos durch. Der angepasste GNOME-Desktop früherer Version hat mir allerdings deutlich besser gefallen als jetzt KDE Plasma. Das liegt zum Beispiel an Tools wie dem Dateimanager Dolphin, mit dem ich einfach nicht warm werde. Aber da kann ja Nobara nichts dafür. Ich habe mir mittlerweile jedenfalls einfach Nemo nachinstalliert. Andererseits ist Nobara meines Wissens die einzige Distribution, die Fixes für DaVinci Resolve vornimmt. Bei anderen stehen User allein da, wenn das Videoschnittprogramm nach der Installation halt einfach nicht startet. Das voll ausgestattete OBS ist klasse, das macht das Game Streaming einfacher. Und was ich auch gut finde, ist, dass die Welcome-App alle Anlaufstellen zum Troubleshooting mitliefert, egal ob offiziell oder von der Community. Was meint ihr zu Nobara Linux? Schreibt's mir gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.